Schloss Moritzburg bei Dresden liegt am Rand eines bedeutenden Landschaftsschutzgebiets in Sachsen, der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft. Die weitläufigen Binnengewässer sind wichtige Brut- und Rastplätze für viele Wasservögel, zum Beispiel für den Haubentaucher oder für die Reiherente. Der Frauenteich ist kürzlich sogar als europäisches Vogelschutzgebiet ausgewiesen worden. Mehr als 190 Vogelarten kommen dort vor. Die Graugans ist die häufigste Gänseart im Gebiet. Einige von ihnen sind sogar markiert mit einem schicken Halsring. Dieser Vogel hier ist offenbar nicht mehr allzu gut zu Fuß, vielleicht aufgrund einer Verletzung. Oft haben solche Vögel Nachteile bei der Partnerwahl und bleiben alleine, aber unsere Gans hat Glück gehabt. Eine Kanadagans hat sich mit ihr angefreundet und bleibt stets an ihrer Seite. Kanadagänse leben eigentlich nur in Nordamerika und sind erst vor kurzem in Europa ausgewildert worden. Aber was passiert denn nun, wenn Sie hier auf eine einheimische Art wie die Graugans treffen? Normalerweise bleiben die Graugänse unter sich und brüten nur mit ihresgleichen. Diese hier hat sich einen ziemlich abenteuerlichen Nistplatz an einem Bootsanleger ausgesucht. Aber auch unser Mischpaar in Moritzburg hat offenbar erfolgreich gebrütet und gemeinsam 4 Junge großgezogen, sogenannte Hybriden, die aus einer Kreuzung zwischen 2 verschiedenen Arten hervorgegangen sind. In Moritzburg beobachten wir diesen Vermischungsprozess von 2 Vogelarten momentan quasi ab Stunde Null, ausgehend von einem einzigen Mischpaar aus Graugans und Kanadagans. Woran genau kann man die Nachkommen aus der Kreuzung dieser 2 Gänsearten eigentlich erkennen? Also die Hybriden haben die Kanadagans-Merkmale am Hals, und zwar ein schwarzer Hals und einen weißen Gesichtsfleck. Allerdings sind die Kontraste bei weitem nicht so stark. Und der Schnabel und die Füße, die sind nicht so schwarz wie die Kanadagans, sondern deutlich oranger wie die Graugans. In Sachsen ist die Kanadagans immer noch nicht allzu häufig, aber auf einigen Gewässern wurde sie in den letzten Jahren bereits beobachtet. In Moritzburg ist die Kanadagans bislang noch ein Neuankömmling. Konnten denn im Jahr 2021 die hybriden Nachkommen aus dem Vorjahr wiedergefunden werden? Nein, wir haben diese Familie nicht wiedergefunden und die Kanadagans auch nicht. Wir haben aber auf jeden Fall ein hybrides Nachkommen wiedergefunden. Und wieso sollte die Kanadagans überhaupt ein Problem darstellen? Wieso freuen sich die Vogelbeobachter nicht einfach über eine neue Art vor der Haustür? Ja, das Problem mit der Kanadagans ist, dass sie sich mit der Graugans verpaart und hybride Nachkommen bildet. Somit wird eine einheimische Art mit einer fremden Art verkreuzt. Das ist ein großes Problem für den Artenschutz. Tatsächlich haben wir im Laufe des Frühjahrs nicht nur alle Hybriden aus dem Vorjahr, sondern noch 5 weitere auf den Moritzburger Teichen gefunden. Dieser hier ist ein solcher einjähriger Hybrid und er hat sich offenbar bereits mit einer Graugans vergesellschaftet und bleibt stets in ihrer Nähe. Damit hat sich die Anzahl der Graugans-Kanadagans-Hybriden innerhalb einer Brutsaison hier bereits verdoppelt. Langzeitbeobachtungen aus anderen Regionen Deutschlands zufolge ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass die Kanadagans und ihre Hybriden auf lange Sicht die einheimische Graugans verdrängen. Aber mit Gewissheit lässt sich das natürlich nicht vorhersagen. Eigentlich kann man vorläufig nur feststellen,
Wir werden gerade ZeugInnen eines unbeabsichtigten Freilandexperiments mit noch ungewissem Ausgang.